Heribert Lange. Ein letzter Kaffee. Kim zwischen Liebe und Mord. Roman. Teil 4. Kapitel 9. Olga. Olga schaute sich um, nachdem die Tür zugefallen war. Sie schaute sinnend in die Reste des Kaffees, den sie nun mit einem Zug leerte, und kam zu dem Fazit: Es war nun wirklich nichts mehr, oder zumindest nichts Dringendes zu erledigen. Feierabend. Eine passende Gelegenheit, schnell noch einmal shoppen zu gehen. Herbst und Winter standen vor der Tür. Schuhe, die der Witterung standhielten, wurden dringend gebraucht. Fenster zu, Vorhänge ebenso. Alle Geräte auf Off oder Standby, und schon fielen die Schlösser hinter ihr zu. Schnell noch beide mit dem passenden Schlüssel fest verriegelt, und Olga stand auf der Straße. Rechts oder links? Die Qual der Wahl. Entgegen ihrer inneren Überzeugung ging sie links die Straße runter, zu der Fußgängerzone, wo sicher ein passendes Geschäft zu finden sein würde. Gleich an der Ecke war ein kleines, dafür exklusives Geschäft. Ohne weiter zu zögern betrat sie den etwas zurückgesetzten Eckeingang und stieß mit einem übergewichtigen Mann zusammen und spürte dessen Ohrfeige sogleich auf ihrer Wange brennen. Olga war selten sprachlos oder in Schockstarre, aber diesmal hatte es sie voll erwischt. Sie wusste nicht, was sie zuerst auf die Reihe bringen sollte: die Ohrfeige, den Zusammenstoß oder die Tatsache, dass sie den Mann erkannte. Hatte sie nicht vor wenigen Augenblicken sein Bild aus dem Drucker gezogen und Eddie gebracht? Fassungslos stellte Olga fest, dass sie sich mittlerweile auf ihren 4 Buchstaben befand. Sie hatte ja viel erlebt, aber bereits in den ersten Spielminuten auf den Endgegner zu treffen, darauf hatte sie nichts in ihrem bisherigen Leben vorbereitet. Die Ohrfeige brannte weitaus schlimmer auf ihrer Seele als auf der Wange. Bernhard hatte sich soeben einen neuen Feind geschaffen. Eine herbeieilende Verkäuferin aus dem Schuhgeschäft half Olga, wieder auf die Beine zu kommen. Sie fragte, was geschehen sei und ob sie verletzt sei. Olga wiegelte ab. Nein, ich bin nur gestolpert. Mehr ließ ihr sehr verletzter Stolz nicht zu. Einkaufen? Nein, daran dachte sie in diesem Augenblick nicht mehr. Ein heißes Bad und eine Flasche Rotwein würden sie wieder ins Gleichgewicht bringen. Kapitel 10. Kim. Ich hatte heute nichts weiter auf meinem Kalender, und da sich niemand, vor allem Thorsten, nicht gemeldet hatte, widmete ich mich der Sichtung meiner unzähligen Urlaubsbilder. Auch wenn es mir wiederholt schwer fiel, mich von allzu unscharfen und nichtssagenden Bildern gleich zu trennen, sprang ich ein ums andere Mal über meinen Schatten. Es war ja nur ein sehr geringer Teil meiner Bilder nicht den Anforderungen gewachsen, die ich an sie stellte. Ich hatte unzählige Bilder von meinen Eltern während meines Aufenthaltes. Meine Mutter, Mai Lan Nguyen, hatte sich nicht verändert in den vielen Jahren. Sie sah immer noch so hübsch aus, wie ich sie in Erinnerung hatte. Die schwere Arbeit verrichtete sie im eigenen Café. Das Café, das dem Wohnbereich vorgelagert war, war die zentrale Begegnungsstätte der Nachbarschaft. Dort bereitete sie Essen, Brot, Gebäck und Kuchen zu. Mein Vater, Tung Nguyen, half im Café, aber seine Liebe galt der Herstellung von Möbelstücken und allerlei kleinen und großen Holzschnitzereien. Bei genauer Betrachtung stellte ich fest, einen beachtlichen Teil meiner Bilder Nong gewidmet zu haben. Ja, Nong war schon ein Süßer, und ich hatte zweimal zu Abend mit ihm gegessen, natürlich nicht mit ihm alleine. Mehr war da nicht unter den Blicken meiner Verwandtschaft und der Nachbarn. Hatte mein Unterbewusstsein mehr gesehen? War da mehr geschehen als ein belangloses Treffen zwischen zufälligen Bekanntschaften am Strand? Ich betrachtete die Bilder nun genauer. Waren da Signale zu sehen?
Ein offeneres Lächeln als nötig für die Kamera? Ein Lächeln, das mir galt? Wir saßen zusammen. War da mehr als ein zufälliges Berühren? War da ein Druck, der mehr aussagte, als nur zufällig zu sein? Plötzlich wurde es mir heiß im Körper. Ich blickte auf die Funkuhr an der Wand. 14:22 Uhr, Berlin, 19:22 Uhr in Vietnam. Genau richtig, oder? Ich hatte sein Zalo gespeichert, die vietnamesische Antwort auf WhatsApp. Angst vor Abweisung, Missverständnis von Signalen, die nicht vorhanden waren? Ich zögerte. Was kann ich verlieren? Es gibt ja nur Ja oder Nein. Ohne zu fragen bleibt es ein unausgesprochenes Nein. Ohne Frage habe ich also schon gleich verloren. Oder war alles eine Täuschung und er ist entsetzt und rennt zu meiner Familie und teilt ihnen mit, ich hätte ihn angemacht und sogar sexuell belästigt? Nein, den Gedanken verwarf ich augenblicklich. Niemand würde so etwas tun. Er würde Nein sagen oder auch noch eine Entschuldigung. Da hast du etwas falsch verstanden oder gar: Ich finde es großartig, dass du mich magst, aber leider bin ich den Frauen zugetan. Zweifel und Besorgnis wechselten sich mit Hoffnung und Enttäuschung ab. Könnte ich doch so einfach über meinen Schatten springen wie bei meinen Bildern. Plötzlich traf es mich wie ein elektrischer Schlag von erheblicher Stärke, der mich zusammenzucken ließ. Die Musik im Hintergrund schien plötzlich an Lautstärke zugenommen zu haben. The Winner Takes It All von ABBA. Die Entscheidung war gefallen. Ich schaltete die Musik aus und griff zum Handy. Ich zögerte kurz. Textnachricht, Anruf oder gleich Videocall? Ich entschied mich. The Winner Takes It All. Mit Video konnte ich seine Reaktion gleich sehen, erkennen, woran ich war, ohne zu weit zu gehen. Entschlossen drückte ich die Taste. Ich wartete. Ein Klingelzeichen erklang. 1, 2 weitere. Dann wurde das Gespräch weggedrückt. Es schien mir, als ob sich der Boden unter mir auftäte und mich in seinem Abgrund verschlingen wollte. Ich atmete tief. Ja, kämpfte sogar mit meinen Tränen. Langsam legte ich das Handy auf den Tisch vor mir, doch bevor ich diese Bewegung vollenden konnte, vibrierte es und ein Klingelton erklang. Ich fühlte plötzlich nicht mehr, was ich überhaupt fühlen sollte. Das folgende Gespräch wurde in der vietnamesischen Sprache geführt und hier wörtlich in deutscher Sprache wiedergegeben. Hi Kim, ich freue mich, dass du dich meldest. Entschuldigung, ich musste nur schnell aus dem Haus und in den Schuppen flitzen, du verstehst? Und wie? Ich verstand. Ich verstand alles. Er wusste um uns. Er hatte es verstanden und wahrte nun die nötige Diskretion zwischen uns und dem Rest der Welt. Ja, ich verstehe alles. Ich glaube, ich habe dich vermisst, eröffnete ich das Gespräch. Du glaubst nur? Er lachte leise. Ich habe dich vermisst und schon beinahe die Hoffnung aufgegeben, etwas von dir zu hören. Es tut mir sehr leid, dass ich dich warten ließ. Ich war noch eine Woche bei meiner Schwester in London. Sunny, stimmt es? Ja, du hast vollkommen recht. Sogar das hatte er sich gemerkt. Erstaunlich. Ich hatte mir nichts gemerkt. Welch eine Schande über mich. Doch nun ging ich aufs Ganze. Ich werde schon bald wieder in Vietnam sein und möchte dich wieder treffen. Am liebsten etwas weiter weg, woanders, in einem Hotel oder... Was für Ideen hast du? Kim, ich werde auf dich warten. Ich warte voller Sehnsucht. Ich war mir sicher, dass ich bis unter die Haarwurzeln errötete und erwiderte etwas verlegen, »Danke«, und fügte nach einer kleinen Pause hinzu, »Mein Freund«. Ich melde mich wieder bei dir, versprochen. Hier gibt es gleich Abendbrot und man wird mich vermissen. Mach dir keine Gedanken, alles gut. Ich mag dich mehr, als du dir vorstellen kannst. Nong machte mit den Fingern ein Herzzeichen,
schickte einen Kuss und legte auf, bevor ich antworten konnte. Nun konnte ich meine Tränen wirklich nicht mehr zurückhalten. Aber es waren Tränen der Freude, der Erleichterung und vielleicht schon ein wenig aus Liebe. Ich war überwältigt von meinen Gefühlen. Das war so neu für mich. Ich hielt es auf dem Sessel nicht mehr aus und legte mich auf das Sofa. Meine Gedanken sprangen wie die Flöhe im Zirkus hin und her, rauf und runter. Lachen wechselte mit plötzlichen Tränen. Wenn mich jetzt jemand so sehen würde, wäre ich 10 Minuten später in der Klapse. An das Ende konnte ich mich nicht erinnern, ich musste dann wohl eingeschlafen sein. Nun war es schon nach Mitternacht, Zeit für das Bett. Kapitel 11. Tobias. Wie ich später von Thorsten informiert wurde, spielte sich am Mittwoch folgende Szene ab. Tobias hatte früh, was er halt so für früh hielt, geduscht und war dann gleich mit seinem coolen Mountainbike, das er sich im Sommer von seinen Verdiensten hatte leisten können, zur Zentrale der Firma unterwegs. Das hörte sich erst einmal etwas hochtrabend an, da es der einzige offizielle Standort der Firma war und ebenso ein Lager und eine kleine Kantine enthielt. Thorsten stand am offenen Fenster des privaten Büros, das sich auf der anderen Straßenseite befand, schaute hinüber und auf seine Uhr und nickte dann. Tobias fuhr gleich in die Kantine, stellte sein Rad an die Wand und bestellte 2-mal heiße Schokolade. Eine extra süß und mit Sahne, die andere ganz normal. Er legte 3 Croissants auf das Tablett zu den Getränken und machte sich auf den Weg zum einzigen Tisch, als auch schon Thorsten den kleinen Raum betrat. Wie immer, pünktlich wie die Maurer und schon beim Frühstück. Er begrüßte Tobi mit festem Handschlag und griff sich die für ihn bestimmte Tasse. Obwohl man nicht mit vollem Mund sprechen sollte, nuschelte Tobi: Ja, natürlich war ja keine Zeit dafür zu Hause und hier schmeckt es ohnehin besser und frischer. Grinsend schob er den Rest des ersten Croissants vollständig in seinen Mund und blickte seinen Chef fragend an, der auch gleich zum Thema kam. Es gibt wieder einen Sonderdienst. Du und 5 andere Jungs, die schon informiert worden sind, sollt hier in der Gegend verteilen. Er schob eine Karte in die Mitte des Tisches, auf der verschiedene Straßenzüge bunt markiert waren. Die Jungs dienen als Tarnung. Wenn du nur alleine unterwegs bist, wäre es möglicherweise etwas zu auffällig. Deine Route habe ich rot gezeichnet. Alle Briefkästen sind zu bestücken. Erst die eine Seite und dann zurück die andere. Es gibt dort eine Reihe von Doppelhaushälften, die haben alle Briefkästen am Zaun. 5 Häuser sind etwas aufwendig, sie haben keine Kästen unten. Da musst du bis in die 5. Etage hochsteigen. Hier bei Haus Nummer 7b brauchst du nur bis in den 3. Stock. Oben sind alles Werbeverweigerer, spare dir den Weg. Auf dem Rückweg hast du dann die Villen. Dort klingelst du an der Tür und übergibst mit freundlichen Worten persönlich an jeden, der öffnet. Die beiden schwarzen Totenkopfsymbole bedeuten Vorsicht, Hund. Die lässt du einfach aus. Soweit verstanden? Klar, Chef, bin ja voll bei der Sache. Haus Nummer 17 ist unser Auftrag. Dort gibst du persönlich nur einem Herrn Fritz Herbert Reiners die Werbung und diesen verschlossenen Brief mit den Worten, es sei wichtig, ihn sofort zu lesen und er solle nicht erschrocken in die Gegend schauen. Tobi nickte. Er hatte alles verstanden und war sich der Wichtigkeit seines Auftrages bewusst. Mehr brauchte er nicht zu wissen. Er bekam den Brief und den Hinweis, wo er den Stapel mit der Werbung finden und abholen sollte. Er solle zusehen, um 11 Uhr dort zu sein. Er hatte also noch genug Zeit, sein Frühstück zu beenden. Als Tobias den Treffpunkt erreichte, standen seine 5 Kollegen und den kleinen Transporter. Der Fahrer übergab ihnen die Pakete und schon starteten die Touren. Es ging los. Wie üblich zu Fuß. Die Räder wurden in den Transporter deponiert und dort würden sie diese am späten Nachmittag wieder abholen können. Tobias war in dieser Gegend noch niemals zuvor gewesen, und so ging er nicht nur freudig seine Route ab, sondern schaute sich auch interessiert um.
Alles machte den soliden Eindruck eines Stadtrandbezirkes mit Villencharakter. Hier wohnten Beamte und die gehobene Mittelschicht, was auch die abgestellten Fahrzeuge dokumentierten. Etwas fiel ihm auf. 2 Kastenwagen in Schwarz, ohne Schriftzüge und mit getönten Scheiben. Tobi war erfahren genug, um zu erkennen, dass diese eigentlich nicht hierher gehörten. Daher behielt er sie besonders, aber unauffällig unter Beobachtung. »Ja, Bingo!« so rief seine Großmutter, wenn sie etwas Spektakuläres sah, und ihm ging dieser Gedanke durch den Kopf, als er mehrmals bemerkte, wie sich die Fahrzeuge ab und zu leicht bewegten. Offensichtlich waren Menschen in den Fahrzeugen, die die Gegend durch die getönten Scheiben wohl im Blick zu haben schienen. Völlig unbekümmert ging er an den Fahrzeugen vorbei. Nichts war besonders aufregend bei der Tour. Nur einmal wurde er etwas übellaunig mit den Worten: »Toll, gleich wieder etwas für die Papiertonne, und das muss ich auch noch bezahlen«, angemuffelt. Bei den Häusern mit den Totenkopfsymbolen sah er zwar keine Hunde, mied es aber trotzdem, Werbung zu platzieren. Haus Nummer 17 war gleich 2 Nummern größer als die anderen, an denen er vorbeigekommen war. Das Gelände war von einer nur 1 Meter hohen Hecke vollständig eingerahmt, die gerade wohl ihren letzten Herbstschnitt bekommen hatte. So konnte jedermann das Grundstück gut überblicken. Zudem standen nur wenige kleine Büsche auf dem ungewöhnlich grünen und sehr gepflegten Rasen, aber keine Bäume. Hier war offensichtlich ein Gärtner beschäftigt, der dieses in einem so akkuraten Zustand hielt. Tobi musste und würde sich natürlich nicht umdrehen, um zu ermessen, dass beide dunklen Fahrzeuge einen guten Blick auf das Gebäude und den Garten hatten und sich ihre Sichtfelder so überschnitten, dass es keinen toten Winkel gab. Die Hecke hatte zur Straßenseite 2 Unterbrechungen. Eine breite, die zu einer Doppelgarage führte und die von einem schmiedeeisernen Tor geschlossen war, und eine kleine Pforte aus geschmiedetem Eisen, überspannt von einem Bogen, an dem sich Rosen rankten, die einzigen farbigen Elemente weit und breit inmitten der Grüntöne. Ohne auch nur einen Augenblick zu zögern, betrat er durch die unverschlossene Pforte den mit roten Natursteinen gepflasterten Weg, der zur Tür führte, die über 3 flache Stufen erreichbar und durch ein kleines Vordach geschützt war. Noch etwas Rotes, ging es Tobi durch den Kopf. Er war kaum die Hälfte des wohl 9 Meter langen Weges gegangen, als sich auch schon die Tür öffnete. Entweder stand die Person wartend hinter der Tür, oder irgendein Sensor hatte auf ihn aufmerksam gemacht. »Ich bringe Ihnen Ihre Werbung.« Er machte eine winzige Pause und fragte dann: »Herr Fritz Herbert Reiners?« Fritz nickte automatisch, ohne viel darüber nachzudenken, warum er mit seinem vollen Namen angesprochen wurde. War das jetzt eine neue Werbemasche? Direktmarketing oder wie man es bezeichnen sollte? Unwillkürlich trat er einen halben Schritt zurück, und Tobi trat unvermittelt an ihn heran und raunte ihn zu: »Nicht erschrecken. Ich bringe eine geheime Nachricht aus der Agentur. Bitte sofort lesen.« Damit drehte er sich auch gleich um und schritt zum Ausgang. Fritz schaute dem Jungen nach. Er hatte ein nettes, offenes Gesicht, sympathisch, noch gebräunt vom Sommer, leicht lockige, hellbraune Haare, die etwas verwuschelt seinen Kopf zierten. Enge, dunkle, aber nicht schwarze Jeans, eine leichte Windjacke. Er hinterließ durchaus den Eindruck, eine durch und durch vertrauenswürdige Person zu sein. Fritz schloss die Tür.